Welcome to Hell. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin jetzt in Hell angekommen heute. Wir haben es ungefähr 16 Uhr gehabt bei der Ankunft, glaube ich, ungefähr. Dann kam schöner Hagel mal zwischendurch. Und naja, deswegen habe ich mir nicht so viel Zeit in der Stadt gelassen, um mir das alles anzugucken. Bin da einmal an interessanten Stellen lang gefahren, habe etwas gefilmt und war dann eher damit beschäftigt, etwas zu finden, wo ich schlafen kann. Und bin dann ein bisschen durch den Wald gefahren und dann kam hier sozusagen ein Strandzugang. Natürlich mit viel Sand, aber musste ich jetzt durch mit dem Sand, scheißegal. Ja, und jetzt befinde ich mich in so einem kleinen Vorwald mit kleinen Bäumen. Und da hinten ist der Ozean, die Ostsee. Ich muss quasi nur über eine Düne und dann ist schon der Strand da und dann kann ich baden gehen. Und das werde ich wahrscheinlich heute nämlich auch machen, weil laut Wetterbericht die Sonne jetzt die ganze Zeit scheinen soll, nachdem heute eigentlich der ganze Tag bewölkt größtenteils war. Genau. Das Zelt habe ich schon mal, wie gesagt, erstmal aufgebaut. Und mein Sack hinten wurde innen drin ein bisschen feucht. Wie gesagt, so hundertprozentig wasserdicht ist der auch nicht mehr, weil das Material wahrscheinlich schon ein bisschen beansprucht ist. Aber das ist nicht schlimm. Alles mal ausräumen, kurz raushängen und schnell getrocknet. Ja, Zelt aufbauen ist halt immer erstmal das Wichtigste, ne? Das muss erstmal aufgebaut werden, alles andere ist erstmal unwichtig. Und sobald das steht, ist man sozusagen schon mal auf der sicheren Seite. Ja, und was habe ich gemacht, weil die Sonne rauskommt? Natürlich auch gleich wieder meine Solarpanel. (2,2) zeigt die Anzeige an, es müssten ja Ampere sein. Das zeigt die Anzeige eigentlich immer an. Ich glaube Ampere, ne? 2,2 Ampere. Genau, also ist fast volle Leistung. Ich hatte mal 2,4, aber mehr hatte ich glaube ich noch nicht gehabt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es ist fast schon die Höchstleistung. Genau, also volle Power lädt das. Die Sonne scheint hier eine ganze Weile rein. Das freut mich, weil dann kann ich meine Powerbanks endlich mal wieder aufladen, nachdem das Wetter ein paar Tage ja, nicht so zum Aufladen war. Die letzten 2, 3 Tage, glaube ich, war mit Sonne nicht so viel, dass ich jetzt aufladen konnte. Na, deswegen freut mich das natürlich auch. Ja, ich habe natürlich einen riesen Hunger. Ich habe heute nur gefrühstückt und ich bin heute ungefähr 55 bis 60 Kilometer gefahren. Das war schon ordentlich, aber ich muss sagen, der Abschnitt nach Hell auf diese Sichelinsel, Halbinsel, wie man auch mal dazu sagt, der ist grandios. Also wirklich, du hast da 1A Fahrradweg, die Hälfte ungefähr gepflastert. Danach kommen schöne Sandfahrradwege, aber schöne Sandfahrradwege, die wirklich fest gemacht sind. Also kann man super drauf fahren. Und das war eine, glaube ich, meiner schönsten Fahrten mit. Also wirklich krass. Also 40 Kilometer, wenn man das mal durch den Kopf gehen lässt. 40 Kilometer da auf schönen Fahrradwegen zu fahren. Und ich habe mich manchmal zwischendurch gefragt, wer hat das eigentlich alles gepflastert? Also Wahnsinn. Wahnsinn. Das muss eine Baustelle gewesen sein für ein paar Monate. Ja. Und nö, war sehr schön. Ich war auch mal dann noch in einer Ortschaft in der Kirche gewesen. Dann führte die Eurovelo 10 auch immer in den Ortschaften am Strand direkt lang, also am Ufer sozusagen. Das fand ich auch sehr schön. Also auf jeden Fall einer meiner Highlights, muss ich sagen, der Eurovelo 10 bisher. Wie gesagt, bis nach Kohlberg waren die Fahrradwege auch super, bis Rohi ungefähr, wo der Nationalpark da anfängt, Slovenski Nationalpark. Aber das war echt ein geiler Streckenabschnitt, muss ich schon sagen. Es hat Spaß gemacht, hier lang zu fahren. Man ist zwar oft an der Straße lang gefahren, wo auch Autos lang fahren. Auch die Straße war für die Autofahrer super vom Zustand her.
Aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Der Verkehr hat sich in Grenzen gehalten. Habe auch mal ein paar andere Fahrradfahrer gesehen. Genau. Ja, nun verweile ich hier bis morgen. Außer sollte ich spontan, wie ich immer manchmal bin, sagen, ich bleibe noch einen Tag hier. Das kann ja alles passieren. Vielleicht, wenn morgen die Sonne den ganzen Tag scheint, vielleicht mache ich dann mal so einen Strandtag, Sonnen, Baden. Aber das weiß ich noch nicht. Das sind bei mir immer so ganz spontane Sachen. Ansonsten werde ich dann von Hell nach ja, also in der Nähe von Danzig rüberfahren. Ich weiß gerade nicht, wie man den Ort da ausspricht, der vor Danzig an, Judinsk oder was weiß ich. Genau, da werde ich mit der Fähre von Hell rüberfahren. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau. Und dann bin ich fast schon in Danzig. Dann dauert das nicht mehr lange. Yeah. Yeah, 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 yeah. Genau, und tonight I will dine in Hell. Das kommt aus 300. Ich hatte früher mal ein Poster, als ich in der Stadt mit weiter gewohnt hatte, hatte ich ein riesiges Poster an der Wand hängen. Da stand Tonight we dine in Hell. Und irgendwie finde ich das witzig, weil ich esse ja heute Abend auch in Hell. Nur mit einem L hinten. Ja, gut. Was gibt es heute zu essen? Das ist noch die spannendste Frage, die mir natürlich auch manchmal durch den Kopf geht. Ich habe ja wirklich einen riesen Kohldampf. Es gibt heute so eine polnische Pasta, das sieht aus wie Reis, das ist aber Pasta. Und dann eine Dosen Heinzbohnen, entweder Barbecue oder Chili. Ja, und eine Zwiebel. Und das war's dann. Ja, das war's. Und dann bestimmt zum Nachtisch noch eine Schokoladenriegel oder irgendwas in der Richtung vielleicht. Mal gucken. Ja, und das ist der Plan. So, ich bin raus. Ja, das war sehr erfrischend, sehr frisch, aber schön. Der Strand hier in Hell ist wirklich sehr schön, auch das Wasser ist sehr klar und der Meeresboden ist wirklich feinster Sand, einfach nur keine Muscheln, gar nichts. Also ist wirklich schön hier. Ich kann Hell nur empfehlen, kann man auch super mit Danzig verknüpfen, weil hier fährt auch eine Fähre nach Danzig. Mit dem Auto würde ich hier im Sommer nicht drauf fahren. Das ist nicht zu empfehlen. Wie gesagt, mit dem Zug oder mit der Fähre kann man nach Hell, kann man super mit Danzig verknüpfen. Hier gibt es auch sehr viele Sehenswürdigkeiten aus dem Zweiten Weltkrieg, die mich jetzt persönlich nicht so interessieren, muss ich ehrlich sagen. Ich bin irgendwie gesättigt mit dem Thema Krieg, Waffen und was auch immer. Interessiert mich alles nicht. Ich gucke zwar mal gerne hin, so von Weitem, aber ich kenne das schon alles. Ich kenne es ja schon alles. Ja, ich werde mich jetzt noch ein bisschen in die Sonne hauen und trocknen. Und Vitamin D tanken. Yes, yes baby. Tonight, nee, today. I stay in Hell, ja. Ich bleibe heute wahrscheinlich in Hell. Ich habe zwar überlegt, 15:20 Uhr die Fähre zu nehmen. Mir sind auch tatsächlich 4 Speichen gebrochen. Habe ich heute bemerkt. Es gibt auf jeden Fall dann bei der Fähre ein Fahrradläden. Das heißt, da kann ich dann auf jeden Fall die Reparatur anstreben. Aber ich werde wahrscheinlich erst morgen
10:20 Uhr mit der Fähre rüberfahren und dann zum Fahrradladen machen. Genau, die haben dann zwar bloß bis 15 Uhr offen, aber ich denke mal, das wird schon klappen. Nach 300 Metern erreichst du das Ziel. Robicie na zdjęcie? Ja, da bin ich wieder. Ich habe mich heute entschieden, mit dem Zug von Hell nach Danzig zu fahren, weil auch die Fähre heute Morgen nicht gefahren ist. Ich hatte einen Fahrplan gefunden, aber der scheint wahrscheinlich in der Hochsaison zu gelten und heute fuhr nur eine Fähre gegen 15:30 Uhr. Wir haben es aktuell 12 Uhr und ich hätte noch 3 Stunden in Hell warten müssen. Habe alles schon gesehen von dieser Ortschaft und deswegen habe ich mich entschieden, ach komm, dann fährst du mit dem Zug. Die Fahrt mit der Fähre wäre bestimmt schön gewesen, dauert aber genauso lange wie mit dem Zug. Und ich muss heute noch unbedingt, also ich will noch unbedingt ins Fahrradgeschäft. Und ich glaube 15 Uhr ist da Sense gewesen. Und deswegen habe ich mich für die Fahrt mit dem Zug entschieden. Naja, und ich war hier gerade beschäftigt, da mit meinem Fahrrad dingfest zu machen. Hier kann man zwar Fahrräder einhängen, wie man das von manchen Zügen kennt, aber da ich momentan keinen Fahrradständer habe und ich einfach meine Taschen nicht in Ruhe abnehmen kann und ich mir die Taschen abnehmen auch sparen wollte, hänge ich mein Fahrrad natürlich nicht ein. Ich habe jetzt versucht, das Ganze hier zu sichern. Ja, und so hält die Lösung jetzt.
Und es kann nach Danzig gehen. Ja, mal schauen, was ich in den 2 Stunden mache. Ach ja, die Melone habe ich euch noch gezeigt. Die habe ich da schön draufgespannt. Die werde ich noch irgendwann verspeisen, aber wahrscheinlich nicht im Zug, weil es gibt ja immer so eine kleine Sauerei. Genau. Und ja, werde 2 Stunden chillen und wahrscheinlich auf der Switch ein bisschen zocken oder so. Mal gucken, Musik hören oder einen Film gucken. Genau. Die Fahrt kann losgehen. Auf geht's. Wow.